Elektronik kann gebogen sein, kann flexibel sein, sie kann getragen werden. Gedruckte Elektronik macht ganz viele innovative Anwendungen möglich, vom smarten Pflaster bis zum biegsamen Display. Und welche Möglichkeiten sich da eröffnen und vor allen Dingen, was bedeutet das für das Thema Fertigung? Welche Anforderungen, Herausforderungen gibt es da? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Wolfgang Mildner, Geschäftsführer von MSW Tech, und Gerhard Domann, Abteilungsleiter beim Fraunhofer Institut für Silikatforschung, kurz Fraunhofer ISC. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gedruckte Elektronik ist ja ein spannendes Thema, weil man natürlich da ganz viele fancy Anwendungen vor sich hat. Und wir haben gerade im Vorgespräch darüber gehabt, Herr Mildner, Sie haben gesagt, da ist im Moment sehr viel Dynamik drin in dem Markt. Wie zeigt sich diese Dynamik? Es ist ja oftmals so, dass man von Dynamik spricht, wenn man merkt, da geht positiv was hoch, aber es ist auch Schwächephasen, und das sehen wir tatsächlich aktuell. Schwächephasen, die gar nicht unbedingt durch die gedruckte Elektronik selber kommen, aber natürlich ist der Bereich Automotive im Moment nicht so stark bei der Innovation getrieben. Wir waren und sind in vielen Projekten im Automobilbereich mit gedruckter Elektronik vertreten, in unterschiedlichster Form, mit smarten Oberflächen und Heizstrukturen und so weiter. Und die sind natürlich trotzdem jetzt im Moment unter Druck durch die Problematik im Automotive-Bereich. Okay. Aber es gibt eben auch Themen, wo es wirklich nach vorne geht, wo wir immer mehr Anwendungen sehen. Zum Beispiel? Ein gutes Beispiel ist tatsächlich auch schon das angesprochene Anwendungen im Gesundheitsbereich. Das heißt, das ist die intelligenten Pflaster, die Textilien, die mit Funktion potenziell auch mit Heizung ausgerüstet sind, ist ja für die warme Jahreszeit nicht so interessant, aber für die kalte insbesondere. Oder eben, und auch das, ich hatte es kurz im Vorgespräch erwähnt, eine Renaissance der Solartechnik, und zwar nicht, um die konventionelle Solartechnik irgendwie zu ersetzen, sondern zu ergänzen an Stellen, wo eben bisher Solartechnik nicht eingesetzt werden konnte, im tragbaren Bereich oder im Gebäudebereich oder im Agrivoltaikbereich. Also Landwirtschaft dann. Ja. Genau. Okay. Und da spielt gedruckte Elektronik, weil dünn, flexibel, vielleicht auch transparent, leichtgewichtig, eine tolle Rolle, weil sie eben eingesetzt werden kann, wo man bisher Solartechnik nicht einsetzen konnte. Okay. Ein anderer Punkt, warum Dynamik entsteht, ist ja halt oft, weil bestimmte Technologiepunkte erreicht werden, wo dann neue Möglichkeiten entstehen. Und ich glaube, dass momentan zum Beispiel viel in der Überlegung, welche Substrate können wir verwenden, auf welchen Oberflächen können wir Funktionalitäten, Elektroniken aufbringen, dass da momentan eigentlich ein Schub ist. Es wird viel experimentiert mit Papier und Holz und Textilien, hat sie schon gesagt. Ja, also, und da entstehen ganz neue Möglichkeiten. Und dann in dem Moment, wo das ein bestimmtes Reifegrad erreicht hat, gibt's dann wieder so einen Push, wo dann wieder auch neue Anwendungen gezeigt werden und dann auch in den Markt kommen. Okay. Das Fraunhofer ISC hat dann genau damit zu tun, also mit den Materialien, die verwendet werden können. Ne? Das ist ja das, womit Sie sich beschäftigen dann. Genau, also wir beschäftigen uns vor allem damit, in Materialtechnologien, in der Aufbau- und Verbindungstechnik für gedruckte Elektronik, Lösungen anzubieten, die vor allem jetzt nicht von den standardkommerziellen Materialien halt abgedeckt werden. Das kann zum Beispiel dahin gehen, dass sie halt besonders transparent sein müssen, besonders thermisch stabil, eine besondere Druckfähigkeit oder Auflösungsvermögen zeigen müssen mit den Drucktechnologien, also auch von der Prozessseite. Und arbeiten da mit einem ganzen Zoo an Materialtechnologien von Polymeren und Hybridpolymeren bis hin zu partikelbasierten Systemen. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, was so gerade besonders spannend ist, an denen Sie arbeiten? Ja, wir überlegen uns zum Beispiel momentan gerade bezüglich der leitfähigen Materialien. Da wird ja in der klassischen gedruckten Elektronik viel mit Silber und jetzt neuerdings auch mit Kupfer gearbeitet. Das sind beides hochperformante und gute Materialien, haben aber auch von den Umweltaspekten ein paar Drawbacks. Und wir schauen uns zum Beispiel momentan ganz gezielt an, wie können wir Zinn oder Zink vielleicht benutzen, um halt auch gedruckte Leiterbahnen zu erzeugen,
Das ist sozusagen so ein bisschen einen Schritt voraus. Das ist jetzt noch nicht das, was gleich in den Markt kommt. Ja, sondern, klar. Als Fraunhofer schauen wir halt, was kommt als nächstes. Ist klar. Da wird der Umweltaspekt wird natürlich da genau wie in der klassischen Elektronik auch eine Rolle spielen. Umweltaspekt heißt, dass ich Materialien verwende, die eben nicht umweltbelastend sind oder die recycelbar sind oder was? Ja, das gibt's je nach Anwendung und Lebensdauer der Bauteile unterscheidet sich das halt auch. Also manchmal ist es einfach zu gucken, wo kann man biobasierte Materialien verwenden, wo kann man Materialien verwenden, die in der Umwelt, wenn sie in die Umwelt gelangen, keinen großen Schaden anrichten. Wie kann man recycelbare Materialien erzeugen? Und natürlich dann auch von der Prozesstechnik, weil die gedruckte Elektronik per se als additive Prozesstechnik materialschonend ist und von daher auch schon mal einen umweltfreundlichen Aspekt hat. Wobei eine der großen Herausforderungen ist ja oftmals, dass in der gedruckten Elektronik vieles durch Multilayer gemacht wird. Ja. Und Multilayer recyceln, das sagen die Recycling-Experten, das sollte man lieber nicht machen. Das heißt also im Endeffekt, der eine Vorteil, den man gewinnt, Gewichtsersparnis durch kompaktes Bauen, durch diese Multilayer, die muss ich gerade dann, wenn ich es wieder recyceln will, irgendwo auflösen können. Und da gibt es ganz interessante Forschungsthemen, wo man eben durch gezielte Materialien, die man in Zwischenlayer einbringen, das auch wieder lösen kann voneinander. Also von daher auf der einen Seite ein Vorteil und durch Forschung dann auch wieder ein Vorteil in der Sustainability, im Recycling. Ich glaube, das ist eine der Themen, die man der gedruckten Elektronik wirklich zusprechen kann, dass sie eben nicht sagt, ja, jetzt bringen wir das erstmal raus, sondern dass man auch schon jetzt drüber nachdenkt, wie kann ich denn damit umgehen und kann damit auch die Umweltaspekte berücksichtigen. Okay, da sind wir ja schon mittendrin in dem Thema Verfahren. Also bei gedruckter Elektronik, sagt ja auch der Name es im Prinzip schon, habe ich es letztendlich im weitesten Sinne mit additiven Verfahren zu tun. Das heißt Schicht auf Schicht. Das ist so das Klassische, um gedruckte Elektronik herzustellen, ne? Typischerweise klassisch wäre das, was man jetzt und heute auch oft genug macht und viele der ganz erfolgreichen Projekte arbeiten dann auch hybrid, dass sie einfach sagen, okay, das, was ich drucken kann, kann ich drucken, da kann ich flexibel arbeiten. Wenn ich aber jetzt Performance-Anforderungen habe, wo ich Silizium brauche, dann kann ich auch hybrid aufbauen. Das heißt also, ich kann auch auf dieses flexible Substrat einen Chip mit aufbringen durch entsprechende Prozessverfahren. Dass das nicht trivial ist, ist klar, aber es wird gemacht und dort, wo es erfolgreich ist, auch wirklich in der Serie mit hohen Stückzahlen produziert. Okay. Sie haben jetzt schon so ein paar Herausforderungen genannt. Was sind denn so die grundsätzlichen Herausforderungen, wenn man die mal so ein bisschen zusammenfassen würde bei der Thematik? Ja, in der gedruckten Elektronik jetzt halt, hat man erstmal ein bisschen, zumindest mal früher, dass die Auflösung natürlich geringer ist, die Linienauflösung, als jetzt mit lithografischen Verfahren oder typischen galvanischen Verfahren wie bei der Leiterplattentechnologie. Das heißt, und das bedingt so ein bisschen, dass man jetzt hochintegrierte Baugruppen und Schaltungen erstmal nicht so gut implementieren kann. Wobei es da jetzt auch viele Fortschritte gibt in den Drucktechnologien. Das heißt, die Linienbreiten, die Abstände und so weiter werden immer kleiner. Ja, der Bereich, der Überlappungsbereich von konventioneller Mikroelektronik und gedruckter Elektronik wird auch immer größer und dadurch entstehen halt auch diese hybriden Ansätzen, die letztendlich viel mehr Flexibilität auch erzeugen können in der Auswahl der Technologien, die ich halt verwende. Andererseits, Drucktechnologie ist halt eine Kompetenz, die halt sowohl starke Material- und auch Maschinenbaukompetenz halt benötigt. Das war das Spannende an dem Thema, seitdem ich mich mit beschäftige eigentlich immer schon, dass man diese beiden Themen zusammenbringen muss, zusätzlich mit der elektronischen Funktionalität. Und das erzeugt aber immer noch und immer wieder auch Schwierigkeiten, weil die Materialanpassung an die Prozesstechnologien halt sehr gut sein muss, ja, und das muss man halt sehr gut abstimmen miteinander. Okay. Ich glaube, eine der Herausforderungen, das trifft es 100%ig, ist, den Überblick auch zu haben, was hat schon mal jemand anders gemacht? Also wo gibt's Themen, die schon nicht nur ausprobiert wurden, sondern vielleicht sogar schon mit großen Erfahrungen versehen sind? Wie kann ich die kombinieren mit neuen Themen, neuen Materialien? Und damit entstehen auf der einen Seite immer Möglichkeiten für Projekte, aber auch für Forschung, für Entwicklung. Da ist die
gesamte Lage noch dynamisch, was ja auf der einen Seite positiv ist, aber wir haben es eben noch nicht mit einem standardisierten Markt zu tun. Also ein Beispiel, die OEA, der Industrieverband, gibt immer wieder eine Roadmap raus. Die wird im nächsten Jahr in der 10. Ausgabe ausgegeben werden. Und zwar nicht deswegen, weil man sagt, naja, dann muss man das immer fortschreiben. Nein, weil sich Dinge verändert haben, weil Schwerpunkte sich verändert haben, weil neue Verfahren kommen, neue Materialien eingesetzt werden und von daher auch der Markt eine neue Dynamik bekommt. Also ich habe das so ein Schlagwort beim Thema Additiv habe ich immer so im Kopf und ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Bisschen hört es sich aber noch so an, dass eigentlich jeder Anwender von additiver Fertigung irgendwo auch noch ein bisschen so ein Pionier ist, weil es eben die Standards fehlen und jeder so ein bisschen für sich quasi experimentieren muss, oder ist das offensichtlich noch so? Ja, wahrscheinlich stimmt es zum Teil. Es gibt natürlich schon auch immer mehr Verfahren, die publiziert sind und die bekannt sind, wo man irgendwie mal mit starten kann, um sozusagen mal, wenn man jetzt ganz neu in dem Gebiet ist, um relativ zügig mal den Boden oder die Füße zu bekommen. Aber in dem Moment, wo es dann irgendwie man bestimmte Funktionalitäten und Leistungsfähigkeiten herauskitzeln will, ist jeder auch schon immer ein bisschen pioniermäßig unterwegs, ja. Da ist aber auch genau die Aufgabe dieser Zusammenarbeit, also so Industriestandards zu machen bis hin zu echten Standards. Da gibt's diverse Initiativen inzwischen, die das versuchen hinzubekommen, aber dann kommt die Technologie und sagt, aber wir haben ein neues Material und dann ist der Standard, der bisher gegolten hat, muss halt wieder überarbeitet werden. Das heißt, also wir haben es zu tun mit viel Entwicklung, die immer noch stattfindet. Für Firmenstandards, für Industriestandards, Projektstandards gibt's schon eine Menge an Beispielen. Das heißt, da gibt's schon was. Aber dadurch, dass die Prozesse sich weiterentwickeln, muss das auch ständig wieder auch neu überarbeitet werden. Könnte man da noch ein bisschen konkreter in die Tiefe gehen? An welchen Standards wird gearbeitet, wo es quasi noch Lücken gibt und wo man jetzt mal vielleicht erwarten kann, dass sich da künftig was etabliert? Also ein Beispiel, weil ich damit auch selber sehr viel zu tun habe, ist, wenn ich ein Display habe oder wenn ich eine Textilie habe, die getragen werden soll, dann ist es bisher so, dass jeder Kunde von sich aus sagt, was er denn an Anforderungen hat, nach welchen Teststandards das Ganze getestet werden soll. Und genau dort fängt es natürlich an, dass er sagt, naja, ich muss das auch für diese Anwendung zuschneiden. Ich muss dann testen, kann ich das 100.000 Mal biegen, mit welchem Drucken, mit welchem Kraft muss ich arbeiten. Da könnte man standardisieren. Aber auf der anderen Seite werden die Anwendungen immer weiter fortgeschritten. Das heißt also auch die Anforderungen immer höher. Aber da sehe ich zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo über Standardisierung der Tests bis hin zu Standardisierung für die Materialanforderungen, weil die Materialien müssen ja im Endeffekt dehnbar sein. Nicht nur die Textilien, das heißt, ich kann diese Standards runterbrechen auf die Materialien bis hin auf die Prozesse, um dann zu sagen, wenn ich das einhalte, wird dann auch das Produkt entsprechende Standards einhalten. Aber da entwickelt sich das Ganze im Moment aus Projekten, wo das immer wichtiger wird. Und ich meine, die Kunden erwarten hohe Qualität, aber das nicht nur spezifisch, sondern wirklich auch in die Komponenten hinein. Da ist noch viel Bewegung und viel Möglichkeit. Okay. Was hat sich denn kostenseitig getan so in den vergangenen Jahren? Ist man da auch irgendwie, gab es da auch eine Entwicklung, dass die Herstellung von gedruckten Materialien mittlerweile kostengünstiger ist, oder ist das immer noch ein entscheidender Faktor? Das kann ich gar nicht so gut beantworten tatsächlich, weil wir halt immer viel mit neuen Materialien arbeiten, die halt noch nicht skaliert sind und deswegen letztendlich immer, sagen wir mal, viel mit Materialien arbeiten, die halt hochpreisig sind. Ja. Also das Thema ist immer kostengetrieben. Also Kosten spielt immer eine große Rolle, aber die Antworten sind zum Teil unterschiedlich. Natürlich geht's runter auf die Frage, was kostet das Material, was habe ich über das additive Verfahren einen Vorteil in der Herstellung, aber was ich zum Beispiel aus der Automobiltechnik sehe, ist, wo die Projekte gemacht haben, gesagt haben, ich nehme aus 4, 5 konventionellen Komponenten, mache ich eine integrierte Komponente, wo ich dann nicht nur einen Kostenvorteil bei der Komponentenzahl habe, also Typen und Teile Kostenvorteile, sondern im Endeffekt auch einen Gewichtsvorteil habe. Ich im Endeffekt auch
Kostenvorteile im gesamten System in der Handhabe habe und das kommt dann noch zusätzlich dazu. Das heißt also, die Kostenbetrachtung ist nicht nur auf das Einzelteil, sondern auf das System zu sehen und ich glaube, da an der Stelle zeigen die Projekte großes Potenzial. Das muss natürlich gehoben werden, das kostet viel Projektkraft und es wird meistens spezifisch gehoben. Da gibt es noch kein standardisiertes Vorgehen. Okay. Ich glaube, ein Stichwort, was ich bei Ihnen vorhin aufgeschnappt habe, war das Thema Langlebigkeit. Wie sieht es denn bei den Materialien, die ich für gedruckte Elektronik verwende, mit dieser Langlebigkeit zu tun? Gibt es da natürliche Grenzen? Hat sich da auch was in der Entwicklung, auch in der Forschung vielleicht getan? Das hängt natürlich auch mal viel von der Komplexität der gedruckten Elektronik ab und was für Materialien ich verwende. Da gibt's halt halbleitende Materialien, die sehr sensitiv sind immer noch und die man halt dann entsprechend schützen muss oder verkapseln muss oder wie auch immer. Und es gibt aber auch Materialien, die relativ langlebig auch sind. Und man muss letztendlich eine gute Analyse durchführen für das Produkt, das man eigentlich haben möchte. Was für eine Lebensdauer ist es eigentlich angedacht? Habe ich da Materialien, die das liefern können? Oder wenn ich zum Beispiel auch es gibt ja auch die Richtung des Disposable Electronics, gerade in der Medizin, wo man Bauteile ja gar nicht lange benutzen soll oder darf, aus Hygiene- und Infektionsgründen. Ja, da macht es dann vielleicht gar keinen Sinn zu sagen, ich benutze jetzt ein Material, was besonders langlebig ist. Und das ist die Frage klingt einfach, die Antwort ist tatsächlich sehr produktspezifisch und das muss man sich genau anschauen. Am Schluss kann man natürlich ähnlich wie in der konventionellen Elektronik auch Verkapselungsstrategien halt wählen, um halt Langlebigkeiten halt zu verlängern auch. Da hat sich aber auch viel getan. Also gerade Verkapselung, dann, wenn es eben flexible Verkapselung ist, also ich muss ja auf eine Anwendung, die flexibel ist, muss ich auch eine flexible Verkapselung nehmen. Und das ist komplex, aber da hat es große Fortschritte gegeben. Und wir sehen ja heute die Smartphones, die faltbar sind, die klappbar sind. Das sind flexible Anwendungen, die mit OLEDs zum Teil arbeiten, die eben auch super verkapselt werden und auch die entsprechende Lebensdauer haben. Und die spezifische Antwort ist genau das, was gefragt ist. Ich sehe es jetzt auch gerade bei Solartechnik. Da erschließt man neue Anwendungsfälle, weil eben Verkapselung, weil aber auch Materialien besser geworden sind und die Fortschritte zeigen, dass man dann sogar in Effizienzen konkurrieren kann, die bisher Silizium vorbehalten war. Und was jetzt nicht heißt, dass man dann mit dem Standard-Silizium in Konkurrenz treten will, sondern dass man eben mit entsprechenden Anforderungen auch neue Anwendungsfelder erschließen kann. Das ist etwas, was die gedruckte flexible Elektronik tatsächlich in den letzten Jahren gut erreicht hat. Okay. Dann vielleicht ein bisschen wieder auf dieses Thema, was wir zum Anfang hatten, Umweltverträglichkeit zurückzukommen. Sie hatten ja auch gesagt, man arbeitet ja auch mit biobasierten Stoffen. Das heißt, das wären dann auch Materialien, die sich nach einer Zeit dann abbaubar sind? Oder wie? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht jedes biobasierte Material ist auch bioabbaubar und nicht jedes bioabbaubare Material ist biobasiert. Das geht halt in der öffentlichen Diskussion viel durcheinander. Aber klar, natürlich ein biobasiertes Material hat erstmal intrinsisch schon mehr Möglichkeiten, auch bioabbaubar zu sein. Am Schluss ist es natürlich, wenn ich eine Chemie da draufsetze, die das Material halt haltbarer, vernetzter und so weiter macht, dann verliere ich diese Bioabbaubarkeit unter Umständen auch wieder. Okay. Aber gibt es dann, ja, sage ich mal, gewisse Regularien und Vorschriften, die dieses ganze Thema Recyclingfähigkeit voraussetzen, oder ist das eher dann was, womit sich dann Unternehmen, die dann quasi eine intrinsische Motivation haben, sage ich jetzt mal, mit beschäftigen? Intrinsisch, glaube ich, wäre zu wenig. Also es ist tatsächlich so, dass die Anforderungen der Kunden an die Hersteller tatsächlich in die Richtung gehen, zu sagen, was habt ihr an Alternativen? Das geht im Automobilbau hin, zu sagen, kann ich den mineralbasierten Kunststoff ersetzen durch einen Spritzguss mit einem anderen basierten Material, das ich eben über nachwachsende Rohstoffe erzeugen kann. Da sind Anforderungen da, allerdings natürlich auch die Anforderung, kann ich das genauso von den Kosten, von der Prozessgenauigkeit bekommen. Ja. Da ist Entwicklung da sind Anforderungen da von der Kundenseite und es gibt auch Antworten darauf.
Da sind wir noch nicht am Ende, aber wir sind, finde gerade dadurch, dass die Kette da ist, dass sowohl der Kunde sagt, das hätte ich gerne, wie aber auch von Forschung bis hin von der Herstellerseite dort Antworten gesucht werden, sehe ich das auch als eines der guten Elemente, wo es nicht erst über Vorschriften passiert. Natürlich gibt's auch Forschungsgelder, die in die Richtung gehen. Aber es wird nicht allein nur über Vorschriften gemacht, sondern wirklich über ein gemeinsames Ziel, das ganze umweltverträglicher hinzubekommen. Sehr bekannt ist ja vor allem diese Direktive, wo man mit dem Elektroschrott, mit dem Electronic Waste eigentlich hin will. Ja, und da reißen wir ja jedes Jahr unsere selbst gesteckten Ziele in der EU und global halt auch. Und da wird ja politisch schon irgendwie die Daumenschraube nach und nach angezogen. Und da kann die gedruckte Elektronik schon irgendwie einen Beitrag leisten, um Lösungen zu liefern, die halt sozusagen den Elektronikschrott verringern, die halt mit Materialien arbeiten, so wie Sie sagten, die halt auch ablösbar sind und das Recycling vereinfachen. Ich glaube, da ist die Möglichkeit aus der gedruckten Elektronik als ein noch relativ junges Gebiet tatsächlich noch ein bisschen größer als die konventionelle Elektronik, die halt klassischerweise auf ihren FR4-Boards arbeitet und dadurch auch immer wieder Probleme im Recycling halt erzeugen kann beispielsweise. Okay, also gerade weil es so eine neue Technologie ist, beschäftigt sich auch eher mit solchen neuen Themen sozusagen, im Gegensatz zu etablierten Verfahren, wo man halt einfach das macht, was man schon seit Jahrzehnten... Man kann das halt gleich von Anfang an mitdenken quasi. Ja, genau. Mhm. Das ist, glaube ich, auch die Anforderung und auch die Herausforderung, die angenommen wird. Also es gibt eigene Sessions, die nur sich damit beschäftigen, von vornherein im Design das bereits einzubeziehen. Also Designer, die auch auf uns zukommen von der Technologieseite und sagen, ich habe die Anforderung, wie kann ich denn das jetzt schon einbeziehen, damit ich nicht erst später, wenn das Produkt dann schon fertig ist, das nachträglich eindesignen muss, sondern dass man die Entscheidungen gleich von vornherein richtig trifft. Mhm. Design ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist auch so ein Thema oder eine große Anforderung, das wirklich von Beginn an vom InDesign schon mitzudenken. Ne? Ja. Also jetzt, ja. Nein, absolut. Und auch da Initiativen, die wir jetzt gerade auch bei der LOPEC gestartet haben, da sagen wir, wollen gezielt die Designer einladen, jetzt nicht die Electronic Design, sondern wirklich die Industriedesigner, die Product Designer, damit die wissen, was die Technologie kann. Und dass sie dann aber auch gleich also einmal die Designer lieben das, weil sie neue Möglichkeiten haben. Das ist das eine. Aber sie kriegen auch die Antworten, wie man das tun muss, damit es auch umweltverträglicher ist. Und da sind die Designer eigentlich genau die richtigen Ansprechpartner, die da sowohl die Technologiesicht wie auch eben das Thema Umweltverträglichkeit mit reinnehmen. Deswegen haben wir uns bewusst auch darum gekümmert, dass wir die Designer ansprechen und sagen, wir bilden da eine Brücke zwischen Technologie und der Industriedesign. Ich würde kurz nochmal auf dieses Thema umweltverträglich oder Recycling zurückkommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sagen, dass es schon bei sehr vielen Materialien quasi recycelbare Alternativen gibt und man weiter daran arbeitet. So, jetzt hatten Sie zum Anfang gesagt, dass eine Herausforderung ist, dass es dieser schichtweise Aufbau, weil das müsste man letztendlich beim Recycling quasi wieder auseinanderbauen. Gibt's da Ansätze? Also ich kenne Forschungsprojekte, die da dran arbeiten, dass im Endeffekt Materialien verwendet werden, die man triggern kann, wo man sagen kann, über einen bestimmten Impuls löst sich dann die Verbindung zwischen verschiedenen Materialien. Natürlich muss der Trigger so gestaltet sein, dass er nicht im Betrieb funktioniert, sondern gezielt ausgelöst wird. Und da gibt's aber schon vielversprechende Ansätze dafür. Wir arbeiten momentan ganz speziell zum Beispiel an Verkapselungssiliconen, wenn die erstmal auf der konventionelle Elektronik vergossen sind, die man eigentlich nur noch schwer wieder abbekommt, ja, und dann eigentlich an die elektronischen Bauteile gar nicht mehr rankommt, wenn man die reparieren will oder recyceln will. Ja, und da Funktionalitäten einzubauen, die mit so einem Trigger sozusagen dieses Silikon, was ja sehr gut haftet auf den Substraten, halt auch wieder ablösen kann. Das ist nur mal als ein Beispiel, ja, für ein Verkapselungsmaterial. Und und die Herausforderungen, die durch diese chemischen Implementierung dieser Trigger und aber trotzdem der Funktionalität des Silikons als Vergussmasse erhalten bleiben muss, das ist schon immer jedes Mal ein eigenes Forschungsprojekt. Und dann sieht man halt, es gibt unglaublich viele Schrauben, an denen man drehen kann und drehen muss. Genau. Ja.
ist aber auch genau, denke ich, die Chance, neues Geschäft zu entwickeln in Branchen, die bisher da noch vor keinen Antworten stehen und neue Antworten jetzt bekommen. Wirklich das Potenzial für neues Geschäft, das wir durch die Entwicklung erst schaffen, durch Eigenschaften von Materialien. Wie sieht es eigentlich mit dem Thema Qualitätssicherung aus? Ist das auch nochmal eine Besonderheit, um solche Produkte, solche Bauteile prüfen zu können? Könnte ich mir vorstellen, dass sie auch nochmal bestimmte Anforderungen oder Herausforderungen da bieten? Ist eine ganz große Herausforderung, weil es beginnt ja dadurch, dass die Materialien jetzt auch noch anders ausschauen, also es beginnt bei der mechanischen Belastung. Ja. Material, das wie ein Textil, das dehnbar ist, eine Elektronik, die plötzlich dehnbar sein soll, muss ich natürlich auch testen. Kann ich sie dehnen? Wie stark kann ich sie dehnen? Wie oft kann ich sie dehnen? Geht sie wieder auf den Ausgangszustand zurück? Verändert sie sich? All das sind die Qualitätssicherungsmaßnahmen, die ich einsetzen muss, die im Moment noch sehr anwendungsspezifisch sind, aber wo es Testverfahren gibt, sie werden aber noch gar nicht überall eingesetzt. Oftmals ist es noch in der Entwicklungsphase, in der Produktphase wird dann wieder anders getestet. Also das ist einmal Problematik der Testverfahren bis hin zur Frage der Standardisierung. Jetzt könnte man sagen, um Gottes Willen, das ist ja nur Probleme. Was uns jetzt aber gerade hilft, ist die Entwicklung, die über KI in das Thema mit reinbekommt. Das heißt also, wenn ich an einer bestimmten Stelle Daten erfasse, das Gegenspiele gegen entsprechende Umgebungsdaten, kann ich versuchen zu lernen und das auch in die Skalierung mit einzubauen. Auch da gibt's im Moment ganz gute Ansätze, werde ich heute Nachmittag auch was dazu erzählen, dass also wirklich die KI uns hilft, an der Stelle zu lernen, wie ich aus dem Einzelfall zurückschließen kann auf Massenverfahren. Ein Spezialpunkt meiner Meinung nach, den man berücksichtigen sollte oder zumindest nicht übersehen sollte, ist aber auch tatsächlich, weil die Materialien, die man verwendet, halt viele Spezialchemikalien sind und es allgemein von der chemischen Industrie schon auch immer Batch-to-Batch-Variationen gibt. Das heißt, wenn ich ein Material mal qualifiziert habe für eine bestimmte Anwendung, da kann es sein, dass es ganz leichte Abweichungen gibt beim nächsten Materialbezug, die mir wieder Probleme bereiten. Und diese Eingangskontrolle der Materialien, die spielt vielleicht noch eine größere Rolle als in der klassischen Elektronik. Aber dieses Erkennen dieser Anomalien, da ist tatsächlich Machine Learning, künstliche Intelligenz, also im weitesten Sinn sehr spezifisch anzuwenden, eine deutliche Hilfe. Das hat man früher nicht so oder viel aufwendiger machen müssen. Da kann man tatsächlich einiges automatisieren. Also KI spielt eine große Rolle und wahrscheinlich, wenn ich das so richtig verstehe, man Verfahren aus unterschiedlichen Branchen, die man sich so, also vielleicht aus der Textilbranche oder wie auch immer, die da so ein bisschen zusammenkommen. Ja. Ne? Dann bastelt man sich so seine Lösung zusammen. Ja, für das nicht nur als Basteln sehen, sondern es ist genau diese Kompetenz von verschiedenen Bereichen, die man integrieren muss. Also ich muss wirklich Brücken schlagen zwischen verschiedenen Materialwissenschaftlern, Prozesstechnikern, Chemikern, natürlich die Elektronik selber. Und diese Kompetenzen zusammenzubringen, ist auch der Grund, warum es jetzt doch über Jahre gedauert hat, bis man Ergebnisse gesehen hat. Jetzt sieht man sie, aber deswegen ist es immer noch eine Multikompetenz, die ich erreichen muss. Gibt es eigentlich, wir haben jetzt über Branchen gesprochen wie Automotive oder auch Medizin, Sie haben auch die Photovoltaik genannt. Gibt es weitere Branchen, wo man vielleicht sagen kann, dass die hätten Potenzial, da gibt es vielleicht neue Anwendungen in dem Bereich, also wenn man sich auf die Herstellung gedruckter Elektronik spezialisiert hat, wo man sagen kann, da gibt es vielleicht Felder, da wird auch was passieren? Ich meine, ein Thema, über das ganz viel geredet wird, ich fange mal mit dem Harmlosen an, ist die ganze Robotertechnik. Roboter leben von Sensorik. Die Sensorik muss möglichst flexibel sein, sie muss integriert sein. Das ist ein wirklich guter Anwendungsfeld für das Thema gedruckte Elektronik. Ganz anderes Feld, nicht so ganz einfach, über das wir aber auch sehr stark diskutieren, ist das gesamte Thema Sicherheitstechnik. Also Defense, Verteidigungstechnik, gibt diverse Anwendungen, wo eben gerade dadurch, dass gedruckte Elektronik dünn, leicht ist, flexibel ist, dort auch Anwendungen nicht nur diskutiert,
sondern auch bereits ausprobiert werden. Okay. Aber vielleicht, also was ich noch viel interessanter finde als die neuen Felder, sind eigentlich, wie die gedruckte Elektronik in die alten Industrien einsickert. Okay. Und da ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel tatsächlich die Displayindustrie, die halt nach und nach wirklich jeden Prozess mit Drucktechnologien ersetzt, weil die einfach in der Fläche, in der Panelgröße einfach Vorteile sehen und dann in dem Fall mit biegbaren oder gerollten Displays sogar diese planare und flächige Auftragung von Materialien einfach nicht gut ist und deswegen mit der gedruckten Elektronik, mit den gedruckten Prozessen halt immer wieder Möglichkeiten entstehen, wie man diese Displays sozusagen verbessern kann. Und vor ein paar Tagen kam auch wieder gerade eine Pressemeldung von einem chinesischen Displayhersteller, der irgendwie also wirklich komplett gedruckte Displays halt verkauft, ja, also und kommerziell im Mediamarkt quasi, ja. Okay. Also, da sind wir dann quasi, da schließt sich der Kreis im Sinne von, es ist ein dynamischer Markt. Da können wir, glaube ich, noch viele spannende Anwendungen erwarten und die eine oder andere Hürde wird wahrscheinlich auch noch genommen dann in der nächsten Zeit. Dann bedanke ich mich. Wir hätten noch eine Weile drüber sprechen können. Es ist ein spannendes Feld, aber wir haben noch viel Material für weitere Diskussionsrunden. Ja. Dann vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Und ja, wir haben gesehen, die gedruckte Elektronik ist ein dynamischer Markt. Viele neue Anwendungen sind in der Mache in den unterschiedlichen Branchen. Und es wird gearbeitet, sowohl was Standards betrifft, als auch was Recyclingmaterialien betrifft. Also wir können einiges erwarten und das bleibt spannend bei dem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen.